Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich war jetzt ein bisschen weg, deswegen gab es auch relativ vorproduzierte Videos jetzt eine Woche lang. Ich hoffe aber trotzdem, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute geht's wieder los, es gibt wieder neue Gerüchte, wir fangen wieder ganz von vorne an. Ja, Martin Kaas soll nun wohl Interesse geweckt haben aus seinem Heimatland, nämlich aus den Niederlanden. Ja, es sind einige Vereine an ihm interessiert. Und auch natürlich sehr interessante Vereine. Es sind ganze zwei. Und ja, vor allem diese haben es eigentlich in sich, denn da sind schon ordentliche Namen dabei. Wenn wir direkt damit anfangen wollen, fangen wir an mit Twente, die an ihm interessiert sein sollen. Ein Verein, der auch ordentlich mitmischt da oben ist, 6. Platz geworden. Wird damit auch, glaube ich, europäisch spielen. Und das ist schon mal ordentlich. Das muss man so sagen. Muss man ganz klar zugeben. Ja, das ist hart. Aber damit ist er auf jeden Fall ein Verein interessiert, der auch das Zeug dazu hat, die nächsten Jahre ihn zu fördern und vor allem mit ihm die nächsten Schritte zu gehen, vor allem was auch ihn angeht. Und natürlich der größere Verein, den wir hier gerne nennen dürfen und sogar müssen, ist Feyenoord Rotterdam. Wahrscheinlich eines der größten historischen Vereine in dieser Liga. Ist auch ein unglaublicher Verein, was alles Mögliche angeht. Und hat auch einen ordentlichen Marktwert, bringt einen ordentlichen Marktwert mit ganzen 300 Millionen etwa. Also er wäre da wahrscheinlich der Ersatzstürmer. Das ist schon mal ein guter Standard für ihn. Aber die müssen natürlich auch dementsprechend dann bezahlen. Wenn man hier vom Bezahlen redet, ich glaube, da können wir uns ganz einig sein, wird das definitiv nicht günstig für sie. Denn der FCM will sehr wahrscheinlich bei 2 auslaufenden Vertrag, also noch 2 Jahren Vertrag, einiges an Kohle haben, denn er hat Markt von 4 Millionen. Und wenn man ihn mit Ache vergleicht, wäre er etwa so gut wie Ache. Man wird definitiv mehr als den Marktwert haben wollen, wenn man ihn schon abgeben muss. Und das wird eine Summe zwischen 6 und 8 Millionen definitiv sein. Wenn man nicht sogar noch verrückter sein will. Denn wenn so ein großer Verein anklopft, spricht das auch definitiv für seinen Marktwert, meiner Meinung nach. Und kann man auch hoch ansetzen. Aber ich denke mal, alles unter 6 Millionen wird nicht Gesprächsthema sein. Bin ich mir sehr sicher. Letztes Jahr sollte es auch aus England ein Gerücht gegeben haben, was 10 bis 12 Millionen betragen hat, bei einem Marktwert von 4 Millionen. Das wurde aber dann nicht wirklich realistisch und so weiter. Also das Ding war auch durch. Und da sind wir dann mal direkt beim Thema. Wenn der FCM natürlich sowas bekommen würde, würde es grundsätzlich bei einer Nettosumme um den halben Etat des FCMs gehen. Also ganz, ganz klar, wenn du ihn abgeben kannst für so viel Geld, wird man es hundertprozentig machen, weil es einfach nur sinnvoll ist. Da muss man realistisch sein. Er hat eine gute Saison gespielt, auch das spricht klar für Kaas. Ich denke schon, dass er den Schritt gehen könnte in die niederländische Liga. Ich würde ihm aber wünschen, dass er direkt von Anfang an spielt. Ja, mit 26 Jahren ist er in einem guten Fußballeralter. Auch alles andere spricht für ihn. Er war auch damals Niederlande U18-Spieler. Auch eine besondere Sache. Hat er natürlich in 33 Spielen in der zweiten Bundesliga ganze 25 Scorer gemacht. Auch das sehr, sehr gut. Und noch ein Tor im DFB-Pokal. Und ja, ich glaube, das spricht für ihn. Kann unter anderem rechts außen, offensives Mittelfeld oder auch Mittelstürmer spielen. 3 Positionen, die immer für den FCM interessant waren. Hat seinen Marktwert von 800.000 Euro, die wir bezahlt haben, auf mittlerweile 4 Millionen Euro Marktwert gesteigert. Also das 5-fache. Und auch das spricht für ihn. Sein Marktwert ist rapide nach oben gegangen beim FCM. Ist wieder mal ein Spieler gewesen, der konstant getroffen hat beim FCM. Und das hat er ja die Saisons davor auch schon gezeigt, dass er das kann. Die Qualität hat bei einem FCM ganz, ganz klar unter Beweis gestellt und hat etwa alle 100 Minuten ein Scorer gemacht. Und ich glaube, das spricht für sich. Und damit wird es dann natürlich auch interessant, falls er gehen sollte, wenn die Nachfolger sein können. Ich habe hier direkt mal 3 mitgebracht, die für mich interessant sind auf kurze Distanz. Hier gehe ich nämlich direkt mal mit jemandem, den bestimmt viele Leute kennen werden. Ist ein 18-jähriger U19-Nationalspieler von Deutschland. Dennis Zeitler. Der ist 1,81 groß, ein schneller Stürmer.
hat 1,5 Millionen Marktwert bei Ingolstadt. Wenn man natürlich so eine Summe bekommt, muss man die auch dementsprechend meiner Meinung nach investieren. Etwa 50% Startelfquote und auch 50% Spielminuten hat der junge Mann. Ja, ganz einfach kann man sagen, er hat innerhalb von 35 Spielen 10 Tore und 4 Vorlagen gemacht. Wir haben einen Trainer, der junge Spieler gerne fördert. Mit 18 Jahren ist er natürlich genau das Spektrum. Hier könnte man sehr, sehr viel Interesse haben, auch wenn der Preis für mich und der Marktwert meiner Meinung nach überteuert ist. Aber ob er nochmal eine Saison in Ingolstadt bleiben wird, bleibt abzuwarten und ist natürlich dann eine sehr, sehr gute Frage. Er trifft ca. alle 200 Minuten. Auch das könnte ins Profil passen, wenn er beim FCM nochmal den nächsten Schritt gehen sollte. Wäre für mich ein interessanter Spieler, auf jeden Fall. Dann bringe ich gerne nochmal einen anderen Spieler ins Spiel. Denn da haben wir auch nochmal jemanden, der definitiv die Qualität hat, meiner Meinung nach. Und da auch interessant sein könnte. Hier haben wir Mohamed Guindo von La Louvre. Auch damit sehr, sehr interessant. Ja, 21 Jahre ist er alt. Ist ein ehemaliger Mali U23-Nationalspieler. 450.000 Marktwert, wenn man es wieder mit den etwas weniger marktwertigen Spielern probieren will. Auch das hat ja geklappt mit Martin Kaas. Und ist natürlich auch wieder ein schneller Mittelstürmer. Nürnberg ist auch dran. Auch das kann man natürlich dann dementsprechend für uns sprechen. Hat 11 Scorer in 26 Spielen gemacht. Auch das ist ein guter Wert. Trifft also circa jede zweite Partie. Man kann es, glaube ich, ganz einfach sagen. Er würde ein bisschen Geld kosten. 200.000, 300.000. Wäre eine günstige Alternative. Und natürlich könnte er auch der Backup für Al Omstrom sein, wenn man ihn dann gerne auf die Nummer 1 Liste setzen möchte. Das bleibt nämlich dann noch abzuwarten. Vielleicht braucht man dann sogar nur einen Rotationsspieler. Und dann könnte man hier aber auch Florian Krüger nennen, der aus der eigenen Jugend kommt und auch sehr, sehr günstig zu haben ist und damit auch wieder ins Spiel kommen würde. Ein Spieler, der mir aber auch sehr, sehr gefällt, ist dieser hier. Aus Arsenal U21, Nathan Butler Oyede. Er wird wechseln sehr wahrscheinlich und wird auch wahrscheinlich zu einem interessanten Verein wechseln. Er ist Engländer, Mittelstürmer, 1 Million Marktwert hat er. Verlässt den Verein ablösefrei damit auch. Und Sturm Graz soll an ihm dran gewesen sein und Luzern Sports auch. Er hat in der Premier League, in der zweiten Premier League natürlich, was man ja sagen muss, ganze 15 Scorer und 13 Spiele gemacht. In der EFL Trophy ein Tor geschossen. Die Playoffs in der zweiten hat er auch nochmal getroffen. Und so weiter und so fort. Also hat gute Statistiken, trifft sehr, sehr zuverlässig, kann zudem nicht nur Mittelstürmer, sondern rechts außen und links außen noch spielen und wird vereinslos sein. Damit wird es natürlich interessant, denn er hat seinen Marktwert klar gesteigert, wird ablösefrei gehen und wenn er bis dann noch nicht gewechselt ist, könnte ich ihn mir, weil er auch wieder ein Talent ist mit 22 Jahren, gut beim FCM vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen etwas älteren Charakter holt, denn das würde nicht zum FCM passen. Er könnte vor allem, Nathan könnte nochmal seinen Marktwert steigern und dann vielleicht auch wieder teuer verkauft werden. Das ist ja eine Strategie in der zweiten Bundesliga, die vor allem Nürnberg meiner Meinung nach perfektioniert hat und deswegen auch bald irgendwann wieder in die erste aufsteigen müssen, weil sie halt einfach Reichtum dann wie sonst was haben. Das machen sie wirklich richtig gut und ja, eure Meinung gerne in die Kommentare. Das Gerücht steht sehr wahrscheinlich, wenn die Quelle so wie immer zuverlässig sein sollte. Das werden wir sehen in den nächsten Tagen, ob dann mehr Gerüchte reinkommen. Ja. Gerne liken, abonnieren würde mich sehr freuen. Ab 29 kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.